Nadine Acker ist Prädiabetes-Patientin. Die Diagnose bekam sie vor 4 Wochen von einer Ärztin im Krankenhaus. Die 41-Jährige hatte es aber schon geahnt. Mein Mann meinte, dass es wahrscheinlich nicht so positiv ausfallen wird, weil wir die Ernährung halt wirklich nicht so für voll genommen haben. Ich habe sehr viel Süßkram gegessen und so. Und das ist ja nicht gerade vorteilshaft. Heute lässt sich Nadine Acker von ihrer Ärztin beraten, wie sie damit umgehen soll. Denn Prädiabetes ist eine gefährliche Vorstufe der Stoffwechselerkrankung Typ 2 Diabetes. Betroffene haben auffällige Zuckerwerte, aber sonst meist keine Symptome. Je nach Untertyp drohen aber schon in diesem Stadium ernste gesundheitliche Folgen. Wo man halt dabei bleibt. Was wir heutzutage wissen, ist, dass gar nicht so wenige Menschen grenzwertige Blutzuckerwerte haben in diesem Graubereich, wo man von Prädiabetes sprechen kann. Und was wir wissen, dass diese Menschen ein erhöhtes Risiko haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen, chronische Nierenerkrankungen zu bekommen und auch Krebs zu bekommen. Ein Graubereich liegt zwischen den normalen Blutzuckerwerten und dem Wert, ab dem ein Diabetes diagnostiziert wird. Messbar sind 3 verschiedene Blutwerte aus dem Zuckerstoffwechsel. Befindet sich auch nur einer dieser Zuckerwerte im erhöhten Bereich, liegt bereits Prädiabetes vor. Neben der Glukosebestimmung sind weitere Untersuchungen erforderlich. Eine direkte Messung des Insulins im Blut, der Taillenumfang und der Body Mass Index, der sich aus Körpergröße und Gewicht errechnet. Schon während der ersten Schwangerschaft hatte die Mutter 2 Kinder auffällige Blutzuckerwerte. Ich glaube, da war ich schon im 6., 7. Monat. Und da ist halt auffällig geworden, dass die Kleine halt ziemlich stämmig und groß. Und dann haben sie gesagt, wir machen mal so einen Langzeitzuckertest. Und ja, da musste ich noch nicht spritzen. Beim 2. Kind war das so, dass ich natürlich dann auch gleich den Test gemacht habe, weil ich in der ersten Schwangerschaft das schon hatte. Und da war der Diabetes so hoch, dass ich wirklich Insulin spritzen musste. Das Problem ist zu viel Glucose im Blut. Grundsätzlich aber sind die Zuckermoleküle lebenswichtig, denn Glucose ist der Energielieferant Nummer 1. Aber der Zucker muss in die Zellen des Körpers gelangen, um die Energie liefern zu können. Dafür sorgt die Bauchspeicheldrüse, die Insulin herstellt, und das Insulin schleust Glucose in die Zellen ein. Insulin, das ist unser Hormon, was den Blutglukosespiegel senkt. Wer hat denn überhaupt ein höheres Risiko, den Diabetes wirklich zu bekommen, von den Leuten, die nur eine Vorstufe haben? Es sind Leute, die eher eine geringe Insulinreserve haben, und es sind Menschen, die eine Insulinresistenz haben. Außerdem wird unterschieden zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Risikofaktoren wie Alter und Vererbung oder ein Schwangerschaftsdiabetes. Die Frau Acker hatte Schwangerschaftsdiabetes gehabt und man hat dann per se halt ein höheres Risiko, einen Diabetes zu entwickeln. Hinzu kommt die positive Familienanamnese. Welche Vorfahren, welche Gene sind da? Da war ich 20. Da denkt man dann nicht drüber nach. Die Mama spritzt halt, okay, ist selbstverständlich. Da macht man sich dann keine Gedanken. Also mein Vater hat es jetzt bekommen, aber der ist ja schon 72. Also das ist wirklich altersbedingt halt bei ihm auch. Und meine Zwillingsschwester, die hat bei der ersten Schwangerschaft auch Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Faktoren, die wir beeinflussen können, betreffen den eigenen Lebensstil. Studien zufolge tragen hohes Übergewicht, eine stark zuckerreiche Ernährung, Bewegungsmangel sowie Rauchen zur Entwicklung eines Prädiabetes bei. Mit Veränderungen in diesen Bereichen kann der Blutzuckerwert deutlich verbessert werden. Worauf soll ich einen Fokus legen bei der Ernährung? Und das wäre eine mediterrane Kost, das heißt wenig Verarbeitetes, viel Gemüse. 4 Kilo habe ich schon runter. In 4 Wochen. Ich fühle mich auch, muss ich ehrlich sagen, auch besser, weil ich esse auch ab 18 Uhr nichts mehr. Ich schlafe besser, habe ich das Gefühl. Also es macht schon doch viel aus. Eine Zuckerkrankheit entsteht nicht über Nacht. Wer rechtzeitig den Prädiabetes erkennt, kann Schlimmeres verhindern. Ja, und wie wir das machen, klären wir jetzt mit Dr. Sabine Wenzel, Diabetologin von den Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen. Hallo, schönen guten Abend. Im Film war es jetzt eine Kontrolle während der Schwangerschaft, da wurde es festgestellt. Wie können wir noch erkennen, dass man Prädiabetes hat? Also von alleine erkennt man es meistens nicht, weil er unauffällig auftreten kann, immer wiederkehrend hohe Blutzucker.
Wie im Film auch gesagt, es gibt Risikofaktoren, wenn wir schon in der Familie Typ-2-Diabetesfälle haben oder einen Schwangerschaftsdiabetes hatte oder auch übergewichtig ist, wenig Bewegung und viel Fertignahrung mit viel Zuckerinhalt ist. Das wären Risikofaktoren. Und man kann auch beim Check-up, zum Beispiel ab 35 beim Hausarzt, ganz gezielt den Blutzucker und den Langzeitblutzucker zum Beispiel testen lassen, den HbA1c-Wert. Und dann würde das auch auffallen. Das heißt, das einfach beim Hausarzt mitmachen lassen, zahlt die Krankenkasse oder wie? Ja. Sie haben gesagt, wichtig ist ja diese Früherkennung, um dann Typ 2 auch auszuschließen und die Folgeerkrankungen dessen, ne? Ja, also Ziel ist schon, dass man den Typ 2 verhindert. Das ist ja eine Vorform des Typ 2 Diabetes. Aber auch, um Folgeerkrankungen zu verhindern, weil es gibt auch in dieser Gruppe der Patienten, die Prädiabetes haben, Menschen, die gar nichts davon merken und schon Nierenschaden erleiden. Also das ist deswegen ganz wichtig, das früh zu erkennen, damit man das verhindern kann. Okay. Wir haben es schon gehört, Bewegung ist das eine. Gehen wir auch gleich noch mal drauf ein, wie viel. Das andere ist die Ernährung. Jetzt gibt es ja diesen Nutri-Score, den wir alle kennen, auf Verpackungen, der vor ein paar Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen wurde. Ist das für Sie, wie soll man sagen, eine gute Orientierung, danach zu schauen? Gut ist, dass wir überhaupt einen Nutri-Score haben. Allerdings so genau, wie wir Diabetologen uns das gewünscht haben, ist er nicht. Da hat die Zuckerindustrie schon ein Wort mitzureden gehabt. Aber es ist besser als nichts. Okay. Also es ist schon, wenn man einkauft, kann man sich schon orientieren. Wer so gar nichts von Ernährung weiß, kann sich da schon ganz gut orientieren. Aber Zucker steckt ja in ganz vielen Lebensmitteln drin und manchmal ist es auch ein bisschen trügerisch, ne? Ja, genau. Also am besten ist immer nicht so viel verarbeitete Lebensmittel zu essen, sondern selber zu kochen. Da weiß man, was drin ist. Und das ist dann auch auf jeden Fall mit weniger Zucker. Und Sie haben auch gesagt in Ihrem Vorgespräch, Multivitaminsaft ist auch so eine Sache. Genau, man denkt ja, Multivitaminsaft ist was Gesundes, ist aus Früchten, es ist sehr, sehr zuckerhaltig. Okay, Ja. also da lieber auch ein bisschen weniger. Was sind gute Lebensmittel? Unverarbeitet, also Obst und Gemüse. Ja. Man sagt ja so Handteller groß, 5-mal am Tag. Und dazu dann zum Beispiel ballaststoffreiches Essen wie Vollkornprodukte statt Weißmehl, weil Weißmehl ist auch Zucker. Ja, und das haben wir ja in vielen Sachen. Ja. Und das wäre jetzt zum Beispiel, womit man anfangen kann, das umzustellen von Weißmehl auf Vollkorn und viel Obst und Gemüse. Da ist man schon mal auf einem sehr guten Weg. So, das andere ist die Bewegung. Und da ist es sogar gar nicht wichtig, dass man so viel macht. Wie viele Minuten sollte man jeden Tag laufen? Ja, es reicht, wenn man eine gute halbe Stunde so läuft, dass man sich noch unterhalten kann und dass man dann so leichten Schweißfilm hat. Man muss nicht außer Atem kommen, überhaupt nicht. Wenn man das jeden Tag macht, ist die Bewegung schon ausreichend und sehr, sehr effektiv. Genau, schnelleres Spazierengehen. Und Gewichtsreduktion, haben wir im Film ja auch gehört, die hat jetzt 4 Kilo in einem Monat abgenommen. Es muss gar nicht viel sein, oder wie? Ja, das muss gar nicht. Wir wissen, zwischen 5 und 10% reicht aus, damit schon so ein moderater Effekt da ist. Das heißt, jemand muss sich jetzt nicht mit Diäten lange quälen, sondern wenn er erst mal 5 bis 10% durch mehr Bewegung und durch weniger Zucker in der Nahrung schafft, ist er schon auf einem sehr guten Weg und hat auch Chancen, das zu halten. Weil es nicht erwünscht, schnell abzunehmen, um schnell wieder zuzunehmen. Wie oft soll ich denn so eine Kontrolle dann machen? Sie sagten jetzt ab 35 beim Check-up? Genau. Oder wenn, Jahr dann, oder wenn ich schon noch jünger bin und schon übergewichtig bin, eine sitzende Tätigkeit habe, schnelles Essen bevorzuge, weil ich wenig Zeit habe, auch da kann sogar schon früher ein Prädiabetes auftreten. Okay. Aber man sagt schon mit dem Alter ab 50 auf jeden Fall. Ja, und dann sollte man einmal im Jahr den Check-up machen. Und wenn das so ist, dass ein Prädiabetes vorliegt, dann macht es Sinn, tatsächlich das Leben nochmal auf den Kopf zu stellen mit mehr Bewegung. Ganz kurz noch die Frage, ist Prädiabetes jetzt bei einer guten Behandlung auch reversibel? Oder ist das, ja. Das heißt nicht, dass ein Prädiabetes zwangsläufig in den Typ-2-Diabetes übergeht. Also mit der Lifestyle-Änderung kann man sozusagen dem Diabetes davonlaufen. Nicht in jedem Fall. Also wenn ich jetzt mit 75 alt dann Diabetes kriege, glaube ich nicht, dass ich dann noch sehr viel daran ändern kann. Das ist dann milder Altersdiabetes. Den kann man aber gut einstellen und der ist auch nicht so hoch risikobehaftet. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Dr. Wenzel, und die Informationen. Dankeschön. Also, wir merken uns noch mal, es ist gar nicht viel nötig. 30 Minuten schnelleres Spazierengehen pro Tag und ein bisschen auf die Ernährung achten. Das hilft, Prädiabetes vorzubeugen.